Ich habe errechnet, dass ich im Monat über 500 € für Abo-Dienste ausgebe. Streaming-Dienste, Cloud-Speicher, Software, nichts davon gehört aber wirklich mir. Generell gebe ich sehr wenig für eigentlichen Besitz aus. Wer von euch hat eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio? Ein schönes altmodisches Beispiel für einen Abo-Service. Würde allerdings das Fitnessstudio manche Geräte nur bei einer VIP-Premium-Mitgliedschaft zur Verfügung stellen, einen extra Season Pass anbieten, wenn wir eine gewisse Anzahl an Übungen abschließen und die Preise dann auch dynamisch anpassen, falls wir wirklich mal jeden Tag kommen, dann würden wir wohl ganz schön schnell wechseln. Online hingegen ist das völlig normal und dort kommen leider im Monatstakt neue Abos für viele dazu, weil dann Netflix mal wieder eine Lizenz nicht hat und man halt doch plötzlich Disney Plus auch noch braucht. Und das hat Gründe, die zu einem Großteil sogar dem Wandel in der Softwareentwicklung in den letzten Jahren geschuldet sind. Wir schauen uns heute also diese Gründe an und vor allem auch die Tricks, mit denen ihr am Haken gehalten werdet. Und mein Versprechen an euch ist, wenn ihr dieses Video bis zum Ende schaut, dann kennt ihr danach die Hintergründe und könnt wirklich eine freie Entscheidung treffen, welche Dienste ihr vielleicht doch nicht mehr unbedingt wollt. Also fangen wir an. Der Ubisoft Director hat Anfang dieses Jahres gedroppt, dass wir keine Spiele mehr besitzen werden in Zukunft und wir werden damit glücklich sein. Ich wage diese These sogar noch zu erweitern auf Musik, auf Software, auf Filme und Serien. Nur das mit dem glücklich, naja. Ich habe mal alle Abos von mir zusammengerechnet, von YouTube Premium über Amazon Prime bis hin zu Cloud-Speicher und ChatGPT. Ich zahle insgesamt über 500 € jeden Monat an Abos. Und gut, vieles davon ist natürlich beruflich, weil ich das brauche, aber vieles davon habt ihr genauso wie ich. Und insgesamt ist das so viel, wie ich Miete zum Wohnen zahle. Wirklich angefangen zu hinterfragen habe ich mich, als ich neulich wieder mal eine Runde League of Legends seit einer Ewigkeit spielen wollte. Ich habe das zuletzt mit dem PC Game Pass von Microsoft gespielt und dabei bekommt man dann Zugriff auf alle Champions. Nun wollte ich tatsächlich nur einen einzigen Abend mal ausnahmsweise spielen, aber ich habe schon lange keinen Game Pass mehr. Als ich dann wirklich ernsthaft überlegt habe, 10 € nur für einen Abend League auszugeben, habe ich gemerkt, wie lächerlich abhängig man sich von einzelnen Dienstleistern doch macht. Denn anders kann ich alle Champions kaum oder nur für sehr, sehr viel Geld dauerhaft freischalten. Bezahle ich den Game Pass außerdem nicht, habe ich plötzlich auch keinen Zugriff mehr auf meine Spielstände, die ich teilweise jahrelang gepflegt habe. Bezahle ich andere Abos nicht, habe ich plötzlich keinen Zugriff mehr auf meine Daten in der Cloud. Da stellt sich dann doch die Frage, sind das überhaupt noch meine Daten? Und noch viel mehr, wie viel Wahl habe ich eigentlich, wenn ich so sehr an ein einzelnes Ökosystem gebunden bin? Und da sind wir schon mitten im Thema. Der Hauptgrund für Kunden zu bleiben ist meistens, es ist einfach zu aufwendig zu wechseln. Man müsste sich ja neu informieren, neu entscheiden und dann sogar noch alle Daten umziehen. Vielleicht kennt ihr den Satz oder ihr nutzt ihn sogar selbst: Ich will nicht weg von Spotify, der Algorithmus kennt mich zu gut. Das höre ich im privaten Umfeld regelmäßig. Das, was Spotify macht, nennt sich Data-Driven Development. Sie nutzen eure Daten, um ihre Produkte zu verbessern. Das habt ihr sicher schon häufiger gelesen. Das heißt, sie nutzen es auf der einen Seite, um etwa Fehler, die sie bei sich eingebaut haben, auszubügeln. Aber auf der anderen Seite heißt das auch, sie trainieren eine KI mit euren Daten, sodass sie mit euch und 1000 anderen Usern zusammenpasst. Das machen YouTube, TikTok, Instagram, aber selbstverständlich auch Spotify. Diese Daten, die ihr also bei den Unternehmen hinterlasst, die gehören am Ende nicht mehr wirklich euch. Ihr könnt sie aber auch nicht wirklich löschen lassen, denn sie sind aktiv in den Empfehlungen von vielen, vielen anderen Nutzern auf der Plattform eingeflossen. Wenn ihr also beispielsweise gerne The Who, G-Idol und Bury Tomorrow hört, dann sagt Danke, denn ihr profitiert von meinen Daten. Und genau diese Daten kann niemand extrahieren. Sie sind quasi das Betriebsgeheimnis, auch wenn wir sie alle freiwillig abgeben und am Ende sogar noch dafür bezahlen. Nun scheint es so, als wäre man fest an Spotify gebunden, aber das ist tatsächlich ein Trugschluss. Denn eure Daten, aber auch die von allen anderen Kunden, sind in diese KI eingeflossen. Wechselt ihr dann beispielsweise zu YouTube Music, nutzt ihr einfach die KI und damit die Daten von den Nutzern bei YouTube Music. Ihr hört also ein paar Lieder, vergebt ein paar Likes und schon weiß der Algorithmus wieder, wie ihr tickt.
Jetzt ist Spotify mit 11 € pro Monat nicht gerade günstig. YouTube Premium liefert ja deutlich mehr für 13 € im Monat, oder? Musik, aber auch werbefreies YouTube und außerdem Videos herunterladen, wenn man offline ist und so viel mehr. Aber ist das wirklich so? Nun, was ein echter Mehrwert ist, das liegt immer an euch, das zu beurteilen. Für mich ist das zum Beispiel unser heutiger Partner Holy. Seht ihr, ich mag Eistees wirklich gerne, aber ich kann den Zucker nicht leiden und zuckerfreie Eistees schmecken mir meistens ein bisschen zu sehr nach Tee. Da kam Holy auf mich zu und hat mir einfach mal ein paar ihrer Iced Teas zum Probieren geschickt. Das Coole ist, ihr rührt die im Shaker einfach selbst zusammen, sie enthalten fast keine Kalorien und vor allem 100% natürlichen Fruchtgeschmack mit echter Teebasis. Deswegen schmeckt dann am Ende Acai Hibiskus Tee auch wirklich nach Acai Hibiskus und die Sorte ist geil, probiert sie. Die waren so schnell leer bei mir, dass ich sogar nochmal welche für dieses Video hier bekommen habe. Es hört sich ein bisschen verwirrend an, weil ich so davon schwärme, aber probiert echt mal eine von den Probierboxen aus, dann wisst ihr, was ich meine. Ein kleiner Pro-Tipp, wenn ihr das wollt, ihr könnt das Ganze auch mit Kohlensäure versetzen. Ich mag's, aber meine Freundin trinkt es am Ende dann doch lieber ohne. Naja, mit meinem Code Morpheus5 spart ihr auch volle 5 € auf alle Probierpakete, mehr dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Für mich ist das auf jeden Fall die perfekte Erfrischung zwischendurch und zwar ohne die Kalorien und den Zucker oder auch Koffein. YouTube Premium benutzt hier einen kleinen frechen Trick, um ihr Angebot schmackhaft zu machen. Ihr könnt gar nicht nur YouTube Music abonnieren, nur YouTube Premium. Völlig egal, ob ihr alle Features nutzt. Nutzt ihr wirklich alles, lohnt sich das vielleicht für euch. Wollt ihr aber wirklich nur die Musik haben, dann ist das ein ziemlich schlechter Deal. Immerhin kostet es 2 € mehr als Spotify. Amazon Prime hat das komplett durchgespielt. Dort bekommt ihr gratis Versand, Musik, früher übrigens auch unendlich Cloud-Speicher, das war eine schöne Zeit, und dazu noch Twitch Prime und Prime Video und noch ein paar andere Sachen, die ich nicht mal kenne. Aber naja, Prime Video zum Beispiel nur mit Werbung. Und naja, übrigens die Channels musst du auch gratis bezahlen. Aber du kannst sie nicht bezahlen, wenn du kein Prime hast. Dadurch machen sich die Anbieter an sich einfach völlig unvergleichbar. Wie soll ich das denn jetzt mit Netflix vergleichen, die mir an sich nur Videos und Spiele anbieten? Es ist völlig unmöglich. Ich muss mich also bei jedem Dienst extra entscheiden und vor allem unabhängig voneinander. Ganz konkret, es wäre ziemlich dumm von mir, in mehr als einem Fitnessstudio eine Mitgliedschaft zu haben, aber ich kann durchaus Amazon Prime und Netflix beide haben, weil sie eben ihre Angebote so sehr ausgeweitet und miteinander verknüpft haben, dass wir es nicht mal mehr als vergleichbar wahrnehmen. Betrachtet man aber die einzelnen Bestandteile, werden die Angebote durchaus wieder vergleichbar. Welche Features nutzt ihr am Ende wirklich? Amazon Music zum Beispiel habe ich nie benutzt. Deren Datencloud seit Jahren nicht. Prime Video ebenfalls. Im Grunde ist es für mich ausschließlich der Versand. Und dann lässt sich plötzlich alles wieder recht leicht berechnen. Wie oft bestellt man? Gibt es die Produkte woanders auch mit Gratisversand? Schwieriger macht es da der Fakt, dass eventuell noch andere im Haushalt die Dienste mitnutzen und alle irgendwie davon abhängig sind. Firmen wie Amazon machen das hier ganz gerne, dass sie sich in möglichst viele Bereiche eures Lebens reinschmuggeln und möglichst viele Leute auf einmal daran binden. Und auch das kennen wir durch die Softwareentwicklung. Es gibt etwas, das nennt sich Software as a Service, kurz SaaS. Vielleicht habt ihr auch schon mal den Begriff Games as a Service gehört. Das ist so ähnlich. Der Einstieg in das Produkt ist sehr, sehr einfach und auch nicht wirklich mit einem Abo verbunden. Beispielsweise die erste Runde League of Legends oder die erste Bestellung bei Amazon. Ist man dann aber etwas tiefer drin, dann lohnt sich plötzlich das Abo. Seien jetzt die Champions in League of Legends, die ich zum Beispiel durch den Game Pass bekomme oder die ganzen Spiele, die da sonst noch drin sind, oder Amazon Prime, weil man plötzlich regelmäßig Putzmittel dort bestellt. Es geht also plötzlich nicht mehr um das Produkt selbst, sondern um eine Art Metaebene. Ihr habt ein Abo, um die Erfahrung mit dem eigentlichen Produkt besser zu machen. Bestellen, ohne darüber nachzudenken, ob der Versand zum Beispiel was kostet. Es ist einfach also zu starten, es ist einfach damit richtig viel zu machen, zu bestellen zum Beispiel, oder zu skalieren, wie der Informatiker sagen würde, aber ist man mal drin, ist der Wechsel sehr, sehr schwer. Ihr habt Abos, ihr habt schon alles eingerichtet und Sachen freigeschaltet, egal ob jetzt bei Amazon oder bei einem Online-Game. Das geht übrigens den Anbietern der Software gar nicht mal viel anders. Während man sich früher einfach einen Server in den Keller gestellt hat oder sogar alles einfach auf CD ausgeliefert hat, macht man das heute nicht mehr wirklich.
Es ist viel, viel günstiger, sich einen Server zu mieten, sich einen Schutz gegen Hacker zu mieten, sich einen KI-Dienst zu mieten, sich dann lieber noch ein Abo mehr zu holen, als es dann am Ende selbst zu machen. Denn das Abo kostet zum Beispiel 10 Euro pro Monat, es selbst zu machen würde 10.000 kosten. Vergleich Netflix zum Beispiel. Das Abo kostet 13 Euro. Einen einzigen Film zu kaufen, ja also eine Staffel The Last of Us in 4K zu holen, kostet über 30 Euro. Zumal es übrigens die meisten Serien ja mittlerweile gar nicht mehr so gibt. Und wer hat außerdem noch ein Laufwerk für solche Discs? Selbst ein Kinobesuch, wonach ihr den Film auch nicht wirklich zu Hause habt, kostet mehr als einen Monat Netflix. Und genau deshalb war der Move von Netflix, das Konto für 5 Euro teilen zu dürfen, ein absolut genialer Schachzug. 5 Euro, das ist deutlich günstiger als 13 Euro. Aber der die 13 Euro bezahlt, kommt ja dann auch nicht mehr raus, auch wenn er möchte. Wenn man so eingesperrt ist, ist die Qualität dann oft sogar zweitrangig. Man schaut eben die Filme, die es gibt, nicht die, die man möchte. Apropos Qualität. Ist euch mal aufgefallen, dass Software auch immer seltener wirklich fertig ist, wenn wir sie nutzen? Early Access wird oft als die Pest des Gamings, zumindest neben Season Pass und Lootboxen, so genannt. Und alles drei ist leider in gewisser Weise unsere Art, wie wir Software entwickeln. Naja, ein spannendes Gegenbeispiel zum Illustrieren finde ich hier Escape from Tarkov. Das ist ein Shooter, bei dem es lange Zeit quasi gar keine Ingame-Käufe gab. Allerdings gab es dafür relativ viele Cheater, die manchmal auch gebannt wurden. Sie mussten sich das Spiel neu kaufen, haben wieder gecheatet und sind wieder geflogen. Und dass die Cheater sich das Spiel neu kaufen mussten, hat zu einem Großteil die Entwicklung des Spiels finanziert. Ein Spiel, das also überspitzt gesagt sogar auf die Cheater angewiesen war. Warum? Weil Softwareentwicklung auch einfach kontinuierlich Geld kostet. Und weil Software zu betreiben auch Geld kostet. Escape from Tarkov ist ein Online-Shooter. Das heißt, jemand muss dafür Server zur Verfügung stellen. Ich habe das mal für euch ausgerechnet, mit Minecraft, weil ich dafür einfach Zahlen habe. Bei Escape from Tarkov gibt es keine. Ein Minecraft-Server zu mieten in der Cloud kostet etwa 5 Euro pro Monat für einen Server, auf den maximal 10 Leute gleichzeitig können. Kaufe ich das Spiel also für, sagen wir einfach mal 15 Euro und würde dafür auch online spielen dürfen, so viel ich möchte, dann müsste ich nur 30 Monate aktiv spielen und ich würde den Hersteller des Spiels etwas kosten. Die Entwicklungskosten des Spiels sind da noch nicht mal einbezogen, denn Cloud-Server kosten echt einiges. Kauft ihr ein Spiel mit einem einmaligen Preis, wie bei Escape from Tarkov zum Beispiel, und die müssen die Server für euch stellen, wäre es sogar besser für sie, wenn ihr nach dem Kauf gar nicht mehr spielt. Also finanziell gesprochen ist das definitiv ein Problem. Das ist mit ChatGPT und Co. sogar nochmal ein ganz anderes Level, aber darüber haben wir ja schon geredet. Und selbst wenn ich mir den Rechner hier zu Hause hinstelle, muss ich natürlich die Hardware kaufen und den Strom bezahlen. Das ist eben die Natur von Online. Apropos Entwicklungskosten. Habe ich früher Gothic gekauft, habe ich das fertige Spiel bekommen. Es gespielt ohne einen Patch, ohne Abo, ich habe einfach eben gezockt. Moderne Spiele und Software insgesamt wird in vielen Fällen aber weiterentwickelt. Ich nehme hier mal Photoshop als Beispiel. Früher hat man sich die Versionen wirklich einzeln gekauft. $2.600 hat die gesamte Creative Suite von Adobe gekostet. Holy shit. Das ist natürlich völlig unerschwinglich für alle, außer für Firmen. Die meisten Privatpersonen sind also demnach Photoshop-Piraten gewesen. Aber das hat sich mit der Abo-Edition geändert. Auch wenn 66 Euro noch immer verdammt viel sind pro Monat, ist es dann doch irgendwie verträglicher, als das fast 40-fache davon einmalig zu bezahlen. Was wir aber vergessen, die 66 Euro pro Monat, das sind laufende Kosten und die bleiben laufende Kosten. Wenn wir einmal zahlen und es 4 Jahre lang nutzen, dann wäre es tatsächlich günstiger, die $2.600 zu bezahlen. Dafür bekommen wir aber bei dem Abo immer laufend die neueste Version der Software und keine alte, sondern immer die allerneuesten Features. Und klar, das wird genutzt. Während früher große Releases ein Thema waren, man brennt dann zum Beispiel fertige Software direkt auf eine CD und liefert die aus, ist heutzutage Agile Development möglich. Alle paar Wochen gibt es einen Patch
Und problemlos kann man sich den einfach runterladen, ohne irgendwo eine CD herbekommen zu müssen. Klar, das, was sich dann ändert, das ist insgesamt weniger, aber man bekommt einzelne Features immer direkt dazu, ohne dass man ein Jahr darauf warten muss. Das ist zwar gut, aber kann sehr schnell zu unfertigen Produktreleases führen. Early Access ist da eben nur ein Beispiel. Ich finde also Abos an sich nicht unbedingt schlecht, ganz im Gegenteil. Sie sind moderner, auch für die Softwareentwicklung, als eben solche klassischen großen Software-Releases und sie erlauben überhaupt an Softwareprojekten wirklich dran zu bleiben. Aber es gibt eben Dinge, die ich definitiv nicht in Ordnung finde. Und diese Dinge sind Dark Patterns. Und wenn man die kennt, fällt es, finde ich, sehr viel leichter zu entscheiden, welche Dienste man wirklich möchte und welche man sich getrost sparen kann. Dark Patterns wie soziale Verpflichtungen, die wir bei Spielen in Form von Gilden finden, die aber jetzt mittlerweile eben auch bei Netflix sind, mit Beispiel eben diesem Account-Sharing-System. Dark Patterns wie Fear of Missing Out, die dadurch erschaffen werden, dass manche Inhalte halt nur genau jetzt zur Verfügung stehen und wenn du dein Abo kündigst, dann wirst du eben diese Serie nie sehen können oder den Skin für diesen einen Helden nicht außerhalb des Season Passes bekommen können. Dark Patterns, die das Gefühl von Gebundenheit schaffen. Man hat ja den Algorithmus trainiert, man hat so viel erarbeitet, dadurch kann man ja gar nicht mehr wechseln, das geht ja nicht. Dark Patterns, die zwar keine eigene Währung für Amazon oder YouTube erschaffen, aber durch Verschleierung uns gar nicht mehr bewusst ist, wofür wir eigentlich alles bezahlen. Und übrigens, sogar das Dark Pattern Waste Aversion, also das, was wir aus Spielen kennen, wo ihr zum Beispiel gezwungen werdet, wertvolle Items entweder zu zerstören oder das Inventar mit echtem Geld zu verbessern, die kommen bei Anbietern wie Google Drive und Co. zum Tragen. Ihr verliert immerhin eure Daten, wenn ihr nicht bezahlt. Es gibt noch so viele mehr, die den wahrgenommenen Wert von einem Produkt steigern können, die Abhängigkeit manifestieren und Kunden vom Gehen abhalten. Wenn ihr solche Dark Patterns seht, ist es oft ratsam, zu rennen so schnell ihr könnt, bevor ihr wirklich in einer Abhängigkeit seid. Fair wäre es, die Option zu geben, jederzeit problemlos kündigen zu können, wenn man das eben möchte. Die Datenmitnahme ist ja im Grunde auch kein Problem, wird aber eben fast nie angeboten, denn nur der Export von euren Daten ist gesetzlich vorgeschrieben. Oder wie wir das bei meiner Academy sogar machen, das Abo kann sogar gar nicht verlängert werden, wenn ihr nicht selbstständig euer Guthaben auffüllt. Und genau aus diesem Grund mag ich den Ansatz, den man bei KI teilweise bekommt. Ihr könnt das Abo bei ChatGPT holen, falls ihr es wirklich viel nutzt. Ihr könnt aber auch genauso gut über die API Pay-per-Use betreiben und nur für die Aufrufe bezahlen, die ihr wirklich verursacht. Das hatten wir uns beispielsweise auch im letzten Video angesehen, aber wenn man das natürlich einführen würde, dann würden sich Kunden ja immer wirklich überlegen, ob das tatsächlich sinnvoll für sie ist und ob sie das dann wirklich brauchen. Dann lieber wie im Fitnessstudio darauf hoffen, dass 90% der Kunden sowieso nach einem Monat nicht mehr kommen oder vergessen, was man überhaupt sonst noch an Produkten anbietet. Ich für meinen Teil habe im Zuge dieses Videos ein paar Abos gelöscht, die ich nicht wirklich zwingend brauche, wie etwa auch Photoshop oder Office. Dafür nutze ich dann lieber andere Software intensiver. Eine Frage, die ich mir aber immer wieder stelle: Wenn wir für die Abos bezahlen, wenn wir Spiele, Software und Filme nur mieten, ist das nicht sogar fast eine Einladung, immer zum besten Anbieter zu gehen? Wir müssen eben nur unsere Abomüdigkeit überwinden und uns halt endlich drum kümmern. Aber was genau heißt es wirtschaftlich gesprochen, wenn wir eigentlich den Großteil unseres Geldes für Abos ausgeben, ohne am Ende etwas dauerhaft zu besitzen?